Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, und heute packen wir mal ein Windows Tablet aus, und zwar ist es das UBOOK X Pro von Shui, und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und wie ich schon erwähnt habe, wird dieses Tablet mit Windows betrieben, und zwar Windows 11, und das ganze Gerät ist 13 Zoll groß, also das ist schon ein ganz schöner Klopper. Doch ich würde sagen, wir packen das jetzt hier erstmal aus, schauen uns das etwas genauer an, dann richte ich das ein und wir erhaschen uns da mal die ersten Eindrücke. Also kommt mal ein bisschen näher und ich sage, auf geht's! So, ich würde mal sagen, wir packen das direkt mal aus. Wir können ja mal hier rumgucken. Steht nichts groß Interessantes. Auf der Seite hier haben wir auch nichts. Hier steht nur noch mal UBOOK X Pro IPS 13 Zoll mit einer Auflösung von 2160 x 1444 Pixeln, und das ist hier 3:2 Format. Intel Core i7, wobei die Arbeitstakte bei 1,3 GHz liegt und ja, im Turbo-Modus dann bei 3,6. Aber Vorsicht, das ist hier kein richtiger i7, wie man den jetzt aus so manchen Desktop-Computer kennt. Das hier ist was für Mobilversion, und soweit ich gesehen habe, hat er auch nur 2 Kerne. Also da bin ich so ein bisschen skeptisch, und wenn das so ist, wie ich mich da eingelesen habe, ist das sogar im Prozessor aus dem Jahr 2016. Also es müsste dann noch Kaby Lake sein. Und soweit ich weiß, sind die noch nicht mal kompatibel mit Windows 11. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, was jetzt wirklich hier für ein i7 drin ist. Vielleicht einer der neueren Generationen für Mobilgeräte. Aber wir werden mal schauen. So, öffnen wir erstmal. Hopp. So. Und da haben wir hier die erste Box. Und in dieser ersten Box befindet sich, ach du Schande, das Ladegerät. So, okay. Hopp. Und einmal Schaumstoff. Und wir haben hier auch noch mehr. Und zwar etwas zum Lesen, User manuell, auch etwas auf Deutsch. Eine Garantiekarte und so weiter und so fort. Weg damit. Und jetzt kommen wir mal zu dem Tablet selbst. Schön sicher eingepackt, das muss man Schuhe lassen. Und hier. Das fühlt sich schwer an. Also einmal 13 Zoll, ne? Das ist so etwas größer als wie, also zumindest das Tablet selbst ist etwas größer als wie jetzt von meinem MacBook Air. Hinten der Bildschirm oder das Display. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal die Folie ab hier. Hier haben wir es auch noch mal, ne? 13 Zoll IPS mit der Auflösung Intel Core i7. Wir können hier magnetisch ein Keyboard anschließen. Das muss allerdings separat gekauft werden, wie auch der Stift. Mal abziehen hier. Jo. Schön. Jo, hier ist noch eine Schutzfolie drauf. Ich weiß nicht, ob man das so jetzt hier erkennen kann. Aber wenn wir ja schon mal sind, ne, wir haben hier vorne eine, ja, 2
2 Megapixel Kamera, was nicht gerade ganz so pralle ist. Ansonsten haben wir hier gar nichts, hier sind noch ein paar Sensoren versteckt. Auf der rechten Seite haben wir dann halt den Ladeanschluss, ein USB 3 Anschluss, ein USB-C und ein Micro HDMI. Auf der oberen Seite haben wir dann den Einschub für eine MicroSD-Karte sowie dann den Power-Knopf und die laute leise Wippe. Auf der linken Seite linken Anschluss für Kopfhörer und nochmal ein USB 3. Und auf der unteren Seite dann 2 Lautsprecher und die Kontakte für das magnetische Keyboard oder die magnetische Tastatur. Schauen wir uns die Rückseite an. Die Rückseite, da haben wir eine 5 Megapixel Kamera und wir haben hier auch schon einen Ständer, damit man auch dieses riesen Tablet, das ist aus Plastik, ist nicht gerade sehr vertrauenserweckend, aber tut seinen Job. Die Folie ist ganz schön Fingerabdruck empfindlich. Vielleicht sollte man die doch abmachen, aber ich lasse jetzt erstmal drauf hier. Wie dem auch sei, wir werden jetzt das Tablet mal starten und hoffen, dass hier ein bisschen Strom drauf ist. Okay, das ist eine LED, haben wir hier verbaut. So, da sind wir auch schon bei den Einrichtungsscreen. To set up your device using a screen reader, turn on Narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U or select the accessibility wir werden jetzt icon erstmal in auf the Deutsch bottom gehen. corner. Also die Rahmen finde ich doch ein bisschen groß hier. Das ist schade. Tastatur-Layout nehmen wir auch Deutsch. Überspringen. So, gut. Dann werde ich jetzt das Netzwerk hier einrichten. So, und weiter. Realisierungen werden jetzt geprüft. Das heißt, das könnte jetzt dauern und deswegen werde ich wahrscheinlich dann so lange nicht filmen. Ja, das Netzkabel hier. Ja, keine 2 Meter, vielleicht 1,50, mehr ist es nicht. Und weiter geht, ja. Lizenzen, ja, müssen wir annehmen, wenn wir es benutzen wollen. Benennen wir Ihr Gerät, ja. Ja, überspringen wir erstmal, wir wollen ja mal gucken. Jetzt Microsoft-Konto hinzufügen. Okay, dann werde ich das mal kurz machen. Können wir noch einen PIN erstellen. Bitte einmal weggucken. Auch das habe ich jetzt gemacht. Wir richten das natürlich als neues Gerät ein. Okay, Möglichkeiten, wie Sie Ihre verwenden möchten. Das überspringe ich mal. So, das wollen wir erstmal auch überspringen. Schaut dann noch nach Updates. Hallo, die Vorbereitung läuft. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn das Gerät jetzt mit dem Einrichten fertig ist. So, da sind wir auch schon auf dem Homescreen. So schaut es aus. Windows 11. Okay, der Akku ist fast leer. Bei 37%. Wir können den hier mal anstecken. So, und da leuchtet auch gleich die rote LED. Also es sind keine Sensoren, sondern LEDs. Nochmal kurz zu den technischen Daten. Vielleicht können wir die hier auch aufrufen, indem wir hier in die Einstellungen gehen. Unter Info, vielleicht findet man ja was. So, und da haben wir es. Okay, wir haben tatsächlich diesen i7, was ich gemeint habe. Ja, den 7Y75 mit einem Basistakt von 1,3 GHz. 8 GB Internspeicher haben wir hier. Wir haben hier Windows 11 Home. Findet man auch noch was über den Akku. Aber soweit ich weiß, beträgt der Akku hier 5000 mAh. Ist jetzt nicht ganz so viel für so ein riesen Tablet.
Bin mal gespannt, wie lange man mit diesem Gerät hier arbeiten kann. Übrigens, der Grafikprozessor ist die Intel HD Grafik 615. Der taktet so mit 1000 Megahertz, was auch nicht ganz so viel ist. Ich denke mal, so eine Zockermaschine ist es definitiv nicht. Dann gehen wir noch mal ganz kurz hier die PC. Wir haben hier nämlich eine SSD verbaut mit einer Kapazität von 265 GB und diesen kann man ja mit einer MicroSD-Karte erweitern, auch bis zu 265 GB. Im Übrigen ist dieses ganze Ding 1,6 Kilogramm schwer. Das ja, spürt man auch. Ist zwar noch leichter als wie das MacBook Air, aber also vom Gefühl her, ja. Bild sieht ganz vernünftig aus. Das Tippen ging auch ganz gut von der Hand. Und wenn wir hier mal was eingeben, zum Beispiel akzeptieren, wir geben jetzt hier mal was ein. Wir suchen jetzt mal. Also das funktioniert einwandfrei hier. Kann ich nicht meckern. Gehen wir auf meine Webseite hier. Und ja, passt schon. Alles klar, wir gucken jetzt nochmal hier bei den Netzwerken. Wi-Fi 5 haben wir hier. Wir benutzen gerade die 5 GHz. Der kann wählen zwischen 2,4 und 5 GHz Funkfrequenzbereich. Was mich jetzt noch interessiert, ist jetzt hier die Kamera. Hier haben wir es ja schon, Kamera. So, können wir ruhig mal machen. 2 Megapixel haben wir ja gesagt. Sieht jetzt nicht ganz so pralle aus, muss ich sagen. Aber es kann jetzt auch an den schlechten Lichtverhältnissen liegen. Also, ja, können ja mal ein Foto machen. Ja, das sieht unmöglich aus. Ich weiß gar nicht, warum die hier eine 2 Megapixel Kamera reingemacht haben. Wo man doch mit so einem Tablet gut ihr Videokonferenzen halten kann. Drehen wir mal die Kamera. Das sieht nicht besser aus. HDR on. Zoom. Können wir noch was einstellen hier. Nehmen wir mal 4:3. Das wird nicht besser. Nehmen wir hier auch mal 4:3. Also, hat zwar Gesichtserkennung, aber ist trotzdem echt böse. Schade. Absoluter Minuspunkt. Hier habe ich jetzt noch dieses Intel Einstellungsprogramm gefunden. Jo, also ne, hier nochmal der Prozessortyp, wie viel Speicher. Dann hier nochmal der Grafikprozessor und der Grafikspeicher teilt sich von dem 8 GB maximal 4 GB. Also es könnte schon bei einigen Sachen echt kritisch werden. Jetzt hier nochmal unterm Taskmanager die CPU, ne? Wie ich schon gesagt habe, es ist nur ein Zweikerner mit ja 2 weiteren virtuellen, so dass wir dann auf 4 kommen, aber es ist jetzt halt nichts, ja, wo man sagt, hey, der i7 ist ja eigentlich top zum Zocken und sowas, aber nicht dieser i7 hier. Ich bin echt gespannt, wie das alles so hier läuft auf dem Rechner. Also so viel jetzt zu den Eindrücken zum Shui UBook X Pro. Ich habe gerade herausgefunden, dass man das Tablet auch mit einem USB-C laden kann. Also man muss jetzt nicht unbedingt dieses Netzteil damit schleppen. Wenn man schon ein USB-C-Kabel mit Netzteil hat, kann man auch dieses also hier anbringen oder dieses Tablet damit laden. Und ja, ich bin schon echt gespannt, wie sich das jetzt in den kommenden Tagen so bei mir schlägt, was man damit alles so machen kann.
Wenn ich sage kommende Tage, ich denke mal, ich werde das so mal 2 Wochen austesten. Wie lange hält der 5000 mAh starke Akku? Und ja, in verschiedenen Situationen. Ich denke mal, ich mache wieder so einen Mix. YouTube, Filme schauen, im Internet ein bisschen rumsurfen. Dann werde ich auch mal versuchen, ein Game hochzuladen, wie das so ist. Aber da machen wir nicht ganz so große Hoffnung, dass man da gut zocken kann mit dem Teil. Neben Wi-Fi haben wir natürlich auch Bluetooth an Bord in der Version 4.6. Warum nicht 5.0 oder 5.1? Verstehe ich nicht ganz. Ja, das ist so ein bisschen schade, dass so einige Sachen nicht ganz auf der Höhe der Zeit sind hier, wie zum Beispiel halt der Prozessor. Ich denke mal, vielleicht wäre ein ARM-Prozessor, was weiß ich, besser gewesen, als wie jetzt hier so ein Intel, aber wir werden schauen, wie sich das jetzt definitiv schlägt. So von der Bildqualität her bin ich zufrieden. Wir haben jetzt 2K-Auflösung, wie ich das schon erwähnt habe. Es sieht toll aus. Naja, gut, okay, genug gelabert jetzt. Also, in 2 Wochen komme ich nochmal mit diesem Shui UBook X Pro. Und dann werde ich meine Erfahrungen mit euch teilen. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ich sage jetzt Leute, macht's gut und ciao.